Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. Heute gibt es eine rote Bohnensuppe, mal ohne Fleisch. Wie man diese Bohnensuppe zubereitet, erfährst du jetzt in dem Video. Du kannst auch unten in meiner Videobeschreibung nochmal die Zutaten und genau die Zubereitung nachlesen. Als erstes geben wir Pflanzenfett in einen Topf. Dazu kommen 2 rote Zwiebeln. Die Zwiebeln sind etwas gröber geschnitten und werden jetzt angebraten. Dann kommen 2 Paprikaschoten hinein, eine orange und eine rote. Ihr könnt natürlich auch 2 rote verwenden. Und eine klein geschnittene Peperoni. Wenn ihr es nicht scharf mögt, lasst ihr die einfach weg. Einmal kurz verrühren, bevor 500 Gramm klein geschnittene rohe Kartoffeln dazukommen. Nochmal alles miteinander verrühren. Jetzt kommt eine Knoblauchzehe hinein und 3 Esslöffel Tomatenmark. Das Tomatenmark lassen wir jetzt etwas anbräunen. Das gibt leckere Röstaromen. Dann gießen wir das Ganze mit 500 Gramm passierte Tomaten auf und ein Viertel Liter Gemüsebrühe. Die Bohnensuppe wird mit folgenden Gewürzen gewürzt: 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, ein Viertel Teelöffel Cayennepfeffer, eine Prise Zucker, einen halben Teelöffel Chili. Die Gewürze einmal vermischen und dann geben wir es in die Bohnensuppe hinein. Einmal alles komplett verrühren. Das lassen wir jetzt kochen, bis die Kartoffeln gar sind. Ab und zu umrühren. Wenn die Kartoffeln gar sind, dann geben wir noch 400 Gramm geschnittene Tomaten dazu. Und eine Dose Kidneybohnen, das sind 250 Gramm, erstmal abwaschen und dann in den Topf dazugeben. Alle Zutaten werden jetzt miteinander verrührt und einmal aufgekocht. Zu guter Letzt gebe ich noch 1 Esslöffel Schnittlauch hinein. Alle Zutaten nochmal miteinander verrühren und dann ist die Suppe fertig. Mich würde es mal interessieren, ob ihr gerne scharf oder mild esst, und welche Suppe eure Lieblingssuppe ist. Dann wünsche ich euch jetzt einen guten Appetit. Noch etwas Schnittlauch darüber und dann können wir essen. Leckere rote Bohnensuppe mit Kidneybohnen. So, dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Hat euch mein Kanal gefallen und das Rezept? Würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert, mir nett kommentiert und mir einen Like hinterlässt. So unterstützt ihr mich und ich habe Freude, weiter Videos zu machen. Dann wünsche ich euch alles Gute. Habt ihr noch Lust auf weitere Rezepte? Dann stöbert auf meinen Kanal. Da findet ihr so einiges. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!